In einer kleinen Stadt, die zwischen sanften Hügeln und weiten Feldern lag, lebte die junge Künstlerin Selma. Sie war bekannt für ihre beeindruckenden Gemälde, die eine eigenartige, tiefgründige Wirkung auf die Betrachter hatten. Doch was Selma wirklich von anderen unterschied, war ihre Sicht auf die Welt. Sie sah Dinge, die anderen verborgen blieben. Die Menschen in dieser Stadt, ihre Nachbarn, Freunde und auch Fremde, beäugten sie manchmal misstrauisch, manchmal bewundernd, aber stets mit einer gewissen Faszination. Selma wuchs in einer Familie auf, die viel Wert auf äußere Erscheinungen legte. Es ist wichtig, wie die Menschen dich wahrnehmen, sagte ihre Mutter immer, während sie ihre eigene Frisur zum x-ten Mal vor dem Spiegel perfektionierte. Selma aber rebellierte schon früh gegen diese Normen. Für sie war Schönheit kein starres Ideal, sondern ein Flüstern, das in den unscheinbarsten Momenten und Dingen verborgen lag. Eines Tages setzte Selma sich in ein kleines Café am Rande des Marktplatzes, ausgestattet mit einem Skizzenbuch und einem Becher Kaffee. Es war ein spezieller Tag, denn der berühmte Philosoph und Schriftsteller Professor Alain Becker, der für seine skeptische Sicht auf konventionelle Schönheitsideale bekannt war, hielt eine Lesung in der Stadtbibliothek. Selma hatte nichts für Vorträge übrig und entschied sich stattdessen, ihre Mitmenschen zu zeichnen. Sie wusste nicht, dass dieser Tag ihr Leben verändern würde. Selma begann mit einer Skizze von einer alten Frau, die kaum Zähne hatte, aber herzlich lächelte. Neben ihr, am Fenster, saß ein junges Mädchen mit stark geschminktem Gesicht und einem Blick voller Unsicherheit. Selma zeichnete die beiden, doch sie wusste, dass sie etwas Tiefgreifenderes einzufangen versuchte als nur die Gesichter. Was war Schönheit wirklich? War es ein funkelnder Moment des Ausdrucks, der flüchtige Glanz eines Blickes? Oder war es vielmehr die Geschichte, die in den Zügen eines Menschen eingefangen war? Als Selma gerade die letzten Schraffuren setzte, sprach jemand plötzlich hinter ihr: »Darf ich fragen, was Sie da zeichnen?« Sie drehte sich um und sah Professor Becker. Sein Gesicht war markant, von Falten durchzogen, die ihn älter wirken ließen, als er tatsächlich war. Aber seine Augen verrieten Neugier und etwas Sanftmütiges. »Menschen«, antwortete Selma schlicht und lächelte. Becker nickte nachdenklich. »Und welche Menschen? Die Sie schön finden?« Selma überlegte. »Schönheit ist überall. Es gibt keine bestimmte Definition. Manchmal finde ich sie in einem einzelnen Schatten oder einer zufälligen Bewegung. Schönheit hat nichts mit Perfektion zu tun.« Becker setzte sich neben sie. »Interessant. Es erinnert mich an das Konzept, das die alten Griechen hatten. Kalos kai agathos. Sie glaubten, dass Schönheit und Tugend miteinander verbunden seien. Ein schöner Mensch musste moralisch und tugendhaft sein. Es war eine Harmonie der äußeren und inneren Qualitäten.« Selma runzelte die Stirn. »Also doch ein Ideal. Aber was ist mit anderen Kulturen? Nicht alle verbinden Schönheit mit moralischen Maßstäben, oder?« Becker lächelte. »Richtig. In Japan zum Beispiel gibt es das Konzept von Wabi-Sabi. Es basiert auf der Schönheit des Unvollkommenen, Vergänglichen und Unvollständigen. Ein Riss in einer Teeschale, der durch Kintsugi mit Gold repariert wurde, wird als Zeichen der Geschichte und damit als etwas Schönes betrachtet.« Selma lehnte sich zurück und überlegte. Sie kannte Wabi-Sabi, hatte diesen Gedanken aber nie so klar gefasst. Und dann war da das deutsche Wort Schönheit. Ein Wort so simpel und doch so schwer zu greifen. Die beiden unterhielten sich lange, während Becker von den griechischen Idealen und fernöstlichen Philosophien erzählte, sprach Selma über ihre Erfahrungen mit der Kunst. Sie erzählte von einem Tag, an dem sie stundenlang eine einfache, vertrocknete Blume gemalt hatte, nur weil sie etwas tief Bewegendes in ihren zerbrechlichen Blütenblättern sah. Becker nickte. Aber Selma schaute ihm direkt in die Augen
und stellte plötzlich eine Frage. Und was halten Sie von Schönheit? Glauben Sie wirklich, dass sie im Auge des Betrachters liegt? Becker zögerte. Das hängt davon ab, wie man Auge definiert. Wenn wir Auge metaphorisch als das gesamte Wesen eines Menschen betrachten, seine Erfahrungen, Träume, Hoffnungen und auch seine Ängste, dann ja, Schönheit ist subjektiv. Sie entsteht im Zusammenspiel von dem, was ist und wer wir sind. Selma schmunzelte. Sie war mit dieser Antwort nicht ganz zufrieden, aber etwas daran beruhigte sie. Vielleicht war das der Punkt. Schönheit musste nicht verstanden, sondern nur gefühlt werden. Am Abend desselben Tages hatte Selma eine Idee. Sie nahm eine alte Leinwand, die über Jahre hinweg Staub in ihrem Atelier gesammelt hatte, und begann zu malen. Aber diesmal tat sie etwas anderes. Sie malte nicht, um Schönheit zu schaffen. Sie malte, ohne einen Plan zu haben, fast wie in Trance. Das Gemälde, das entstand, war chaotisch. Eine Mischung aus Farben, Formen, unregelmäßigen Strukturen, einer explodierenden Dynamik. Aber in den tiefen Rissen, in den rauen Schichten und in den verschwommenen Linien lag etwas, das Selma schwer beschreiben konnte. Als sie es fertiggestellt hatte, betrachtete sie es lange und dachte über Beckers Worte nach. Das Zusammenspiel von dem, was ist und wer wir sind. Am nächsten Morgen hängte sie das Gemälde in ihrer Galerie aus. Viele Menschen kamen vorbei. Es gab verschiedene Meinungen der Besucher. Einige empfanden es als einen chaotischen Albtraum. Andere waren von seiner rohen Kraft gerührt. Eine Frau blieb jedoch besonders lange vor dem Gemälde stehen. Selma beobachtete sie aus der Ferne. Die Frau, klein, unscheinbar, mit einer Rastlosigkeit, die man in ihren Bewegungen erkennen konnte, begann plötzlich zu weinen, leise und still. Schließlich wandte sie sich an Selma. »Danke«, sagte sie. »Wofür?«, fragte Selma. »Ich habe mich selbst in diesem Chaos gefunden.« Selma verstand diese Aussage zumindest teilweise. Schönheit war nicht dazu da, von allen erkannt oder gemocht zu werden. Sie war ein Fenster in das unermesslich Komplexe, ein Spiegel, in dem jeder Mensch vielleicht einen anderen Teil von sich selbst erkennen konnte. Selma erinnerte sich an eine alte Weisheit der Navajo, die ein Freund ihr einmal erzählt hatte. In ihrer Kunst ließ man oft absichtlich Fehler einfließen, damit die Geister der Schönheit Platz hatten, sich in das Werk einzufügen. Vollkommenheit war keine Notwendigkeit, sondern ein Hindernis. Am nächsten Abend, während sich die Stadt langsam zur Ruhe legte, schrieb Selma diese Worte in ihr Skizzenbuch. Schönheit ist eine Begegnung zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten. Ein momentaner, flüchtiger Dialog. Nicht jeder hört ihn. Aber vielleicht ist das der Punkt. Es ist nicht die Schönheit, die sich ändert, sondern der Blick des Betrachters, der sie empfängt. Das war der Moment, in dem Selma erkannte, dass sie nicht für ihre Betrachter malte. Sie malte für die Geschichten, die sie mit jedem Menschen verband. Für jeden Menschen, der mutig genug war, mit den Augen zu sehen, aber auch mit dem Herzen.